Hallo ihr Lieben, ich habe wieder für euch eine unfassbar lecker, zart, cremige Torte gemacht und zwar No Bake. Viel Spaß beim Zuschauen und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Für den No Bake Boden benötigt ihr 150 Gramm Kekse, 90 Gramm geschmolzene Butter und 50 Gramm gehackte Haselnüsse. Als erstes werden die Butterkekse in der Küchenmaschine zerkleinert. Ihr könnt natürlich auch das Ganze in einen Gefrierbeutel reingeben und mit einem Nudelholz draufhauen. Dann werden die Butterkekse mit der geschmolzenen Butter verrührt und später kommen dann noch die gehackten Haselnüsse dazu und das Ganze in der Springform. Ich habe jetzt hier eine 20 cm Durchmesser reingegeben und einmal flach gedrückt. Bis zur Weiterverarbeitung kommt dann die Springform in den Kühlschrank. Für die Creme benötigt ihr 250 Gramm Mascarpone, 175 Gramm Frischkäse, 400 Gramm Schlagsahne und 150 Gramm Haselnusscreme und 2 Päckchen Vanillezucker. Als erstes wird die Mascarpone mit der Schlagsahne einmal aufgeschlagen. Nachdem ich die Sahne in die Mascarpone hinzugefügt habe, habe ich gemerkt, die Schüssel, die ich benutze, die ist etwas zu klein. Deshalb habe ich direkt meine Küchenmaschine zur Hand genommen und damit weitergearbeitet. Also wie gesagt, Mascarpone erstmal mit Sahne cremig aufschlagen, direkt Vanillezucker auch mit hinzugeben. Und wenn es dann etwas cremig geworden ist, gebe ich dann die Haselnusscreme dazu. Den Frischkäse gebe ich auch direkt mit hinzu. Jetzt müsst ihr aber auch darauf achten, dass ihr wirklich so kurz wie möglich das Ganze einarbeitet. Denn je länger ihr das Ganze rührt, desto flüssiger wird wieder der Frischkäse und dann wird das Ganze nicht mehr so richtig fest. So, das Ganze kommt dann jetzt in die Springform mit unserem Butterkeksboden und jetzt müsst ihr die Torte für circa 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank stellen, damit sie etwas fest wird und dann sehen wir uns gleich nochmal. Nach 3 Stunden habe ich dann die Torte wieder aus dem Kühlschrank genommen. Jetzt habe ich die restliche Haselnusscreme in ein heißes Wasserbad getan, damit sie etwas flüssiger wird. Somit kann ich sie dann besser auf der Torte verteilen. Jetzt schwenkt ihr einfach die Torte etwas immer hin und her und damit kann die Haselnusscreme über die ganze Torte fließen. Deshalb ist es wichtig, dass die Torte 3 Stunden vorher gekühlt wird und euch nicht überläuft. Jetzt habe ich etwas Schokolade mit etwas Sahne geschmolzen und das gebe ich jetzt oben drauf als Dekoration. Ihr müsst nicht die gleiche Dekoration wählen, ihr könnt eurer Fantasie freien Lauf lassen. Zum Abschluss gebe ich noch am Rand der Torte ein paar gehackte Haselnüsse. Ihr könnt natürlich auch Sahnetupfer dazugeben. Und jetzt müsst ihr ganz stark sein. Die Torte muss wirklich über Nacht in den Kühlschrank, damit das Ganze schön fest und cremig wird. Da wir ja kein Sahnefest oder sonst was benutzt haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachmachen.